In diesem Bild werden die schönen, ausdrucksstarken Marmormehlstrukturen mit nur wenig farbigen Spuren zum Hingucker. Wie einfach das geht, siehst du im Video. Als Untergrund habe ich mal wieder eine Holzplatte gewählt. Die ist 5 mm stark, 50 x 50 cm groß und sogar schon einmal für eine andere Technik genutzt worden. Für diese Größe brauche ich 400 Gramm Marmormehl und 250 Gramm Acrylbinder. Und dann starte ich, indem ich zunächst einmal die ganze Fläche dünn mit Marmormehl bedecke, sodass also auch die vorhandene Arbeit nicht mehr zu sehen ist. Ich nutze diese dünne Schicht, indem ich einfach Marmormehl erstmal ein bisschen verteile und dadurch auch die letzten Klümpchen, die vielleicht drin sind, zerdrücke, und somit wird es eine sehr schöne klümpchenfreie Fläche. Und dann setze ich direkt im gleichen Arbeitsgang stärkere Aufträge in die Mitte. Schau, dass es nicht symmetrisch wird. Das kann also mal ein bisschen mehr nach oben gehen, mal ein bisschen mehr nach unten. Aber es sollten relativ dicke Aufträge sein, dass du auch tolle Strukturen erhältst. Und wenn dir diese Marmormehlstrukturen so gut gefallen, dann schau doch mal unter marmormehl-online.de. Diese starke Marmormehlstruktur braucht 2 Tage zum Trocknen. Und ich musste hier zwischendurch nochmal eingreifen. Ich habe mir nämlich Farbe über die getrocknete Leinwand gegossen. So habe ich das jetzt noch einmal schnell mit Gesso eingestrichen und habe jetzt wieder einen weißen neutralen Grund. Und jetzt geht es weiter mit Kreidefarbe. Die kannst du selbst herstellen. Du siehst das hier in diesem verlinkten Video. Und das ist ganz einfach und ein wunderbares Mittel, um jetzt eine Grundierung hier in dieses Bild zu bringen. Ich sprühe die Leinwand einmal ein, damit die Farbe nicht zu schnell trocknet, und dann streiche ich den Untergrund einmal satt mit Kreidefarbe ein. Und direkt in die feuchte Kreidefarbe werden jetzt die bunten Farben eingearbeitet. Ich bin hier einmal durch die gesamte Farbpalette gegangen. Das ist Gelb, Rot, Blau, Grün, Grau, ein Beige-Ton, ein Braunton. Nimm die Farben, die dir gefallen, und dann setzt du mit einem angefeuchteten Pinsel diese Farben von hell nach dunkel fleckenhaft in das Bild ein. Wie ein Puzzle setzt sich jetzt dieser Bildhintergrund aus diesen verschiedenen Farben zusammen.
Zum Abschluss verreibe ich dann noch ein bisschen die Farben, so dass das Ganze lückenlos ist, die Farben ein bisschen ineinander übergehen. Das ist aber eine Geschmacksfrage, das musst du nicht machen. Dieser Hintergrund ist auf jeden Fall geeignet für den nächsten Schritt. Diese Schicht ist nach einem Tag gut durchgetrocknet und sieht ungefähr jetzt so aus. Die Farben sind nebeneinander gesetzt, gehen teilweise ineinander über. Das wird jetzt aber einmal komplett mit Kreidefarbe bedeckt. Und ich nehme jetzt nicht die Kreidefarbe in diesem weißen Ton, wie ich sie angerührt habe, mit weißer Acrylfarbe pur, sondern ich werde sie ein ganz kleines bisschen abtönen. Das kannst du mit einem Farbton machen, der sowieso schon im Bild ist oder der eben zu diesem Bild passt oder zu diesen Farbtönen passt. Bei mir ist das hier so ein Ockergelb. Und da solltest du vorsichtig sein, das schlägt sehr schnell um, das heißt also ein bisschen farbige Farbe kann das Gleiche ganz zum Kippen bringen, deshalb fange ich hier wirklich mit ganz, ganz wenig an, denn es ist einfacher natürlich wieder Farbe zuzusetzen, als zu merken, dass es vielleicht schon zu dunkel, zu farbig ist. Und wenn du dann den richtigen Farbton gefunden hast, bei mir ist das also wirklich ein leicht gebrochenes Weiß, dann gibst du diese Farbe auf einen Teller, denn sie wird im ersten Schritt mit der Rolle aufgetragen. Du siehst also gerade an dem Teller auch, der ist weiß, die Farbe selbst ist so ein ganz kleines bisschen gelblich gebrochen, dass es also nicht so quietschig weiß aussieht. Und dann geht es mit der Rolle weiter. Und du achtest darauf, dass die Farbe auch gleichmäßig auf dieser Rolle verteilt wird. Das erreichst du, indem du immer wieder in die gleiche Richtung rollst. Also nicht vor und zurück, sondern immer in die gleiche Richtung rollst. Und so trägst du das jetzt auch auf dem Bild auf. Beginne vorsichtig, beginne langsam, beginne am Rand. Du siehst, ich rolle im Grunde immer in die gleiche Richtung. So kriege ich also auch ein gleichmäßiges Bild. Und so wird jetzt die ganze Arbeit mit weißer Kreidefarbe bzw. mit der angerührten Kreidefarbe bedeckt. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke. Dieser Auftrag mit der Rolle führt dazu, dass es schon relativ gleichmäßig wird. Und das erschien mir jetzt an dieser Stelle doch ein bisschen zu langweilig. Und deshalb hole ich jetzt mit einem feuchten Schwamm einige Stellen wieder farbiger hervor. Das heißt, du nimmst im Grunde genommen die Kreidefarbe weg. Das kann sein, dass das in deinem Bild nicht nötig ist, aber das wäre jetzt eine Möglichkeit, nochmal zu korrigieren, also ein bisschen von dem zu viel Weiß wegzunehmen. Und tastest dich so ein bisschen heran. Tatsächlich sind es bei mir dann nochmal 2 Aufträge in Weiß gewesen und nochmal ein bisschen abtragen, bis ich meinen Endstand hatte. Den siehst du jetzt hier, der ist getrocknet. Und jetzt möchte ich einige Details doch nochmal verstärken in der Farbe. Das kannst du mit Acrylfarbe machen. Ich habe mich hier entschieden, Aquarellstifte zu nehmen. Die sind also wasserlöslich. Das heißt, ich tauche die Spitze in Wasser und gehe jetzt hier an den Vertiefungen, an den stärker farbigen Stellen heran und gebe nochmal ein bisschen Farbe rein. Und ganz deutlich wird das Ganze erst, wenn ich jetzt nochmal mit einem feuchten Haarpinsel nachgehe. Dann verstärkt sich die Farbe. Der Vorteil dabei ist, dass ich sehr genau und sehr gezielt auftragen kann. Deshalb also auch meine Wahl für diese Stifte. Hier nochmal ein bisschen verstärken. Und bei der Arbeit mit diesen Stiften solltest du jetzt in der Farbreihenfolge umgekehrt vorgehen. Nimm dir zuerst
den dunklen Stift und verstärke die dunklen Stellen. Und dann arbeite dich nach und nach zu den helleren Stellen vor, denn diese dunklen Stellen, die machen den stärksten Effekt zunächst aus und dann kann es sein, dass es schon nach 3, 4 Stellen völlig ausreichend ist in deinem Bild. Ich bin hier weitergegangen und habe dann auch mit den anderen Farben noch verstärkt. Das machte am Ende, fand ich, auch den Reiz des Bildes aus. Das ist aber eine Sache, die wirklich von Bild zu Bild entschieden werden muss. Hier siehst du nochmal ganz deutlich vorgezeichnet mit dem Stift und jetzt in dem Moment, wo die Farbe noch, das Wasser nochmal drauf kommt, da wird das Ganze natürlich noch deutlicher, kriegt enorme Tiefe an der Stelle und betont natürlich nochmal diese tolle Marmormehlstruktur, die dadurch noch deutlicher wird, auch wenn man mit etwas Abstand vom Bild steht. Hier siehst du es nochmal in der dunklen Farbe und jetzt wird es dann auch gleich nochmal sichtbar, wie ich hier mit dem Rot schon spiele. Das ist natürlich auch sehr brillant im Moment an der Stelle, das wird sehr deutlich und das macht natürlich auch das Interessante dieses Bildes aus. Ab und an musst du dann auch mal korrigieren mit ein bisschen Wasser noch mehr da reinzugeben, ein bisschen abtupfen, aber das wirst du sehen. Diese letzte Schicht lasse ich auch noch einen Tag trocknen und wenn auch du mit Aquarellstiften gearbeitet hast, dann solltest du Fixativ nehmen, um die Stellen zunächst einzusprühen, denn wirklich wasserfest sind sie nicht, aber wenn sie eingesprüht sind, kannst du dann vorsichtig lackieren. Ich mache das hier mit einem Mattlack, den ich ein bisschen verdünne und streiche dann einmal das ganze Bild durch, lass das trocknen und damit ist dein Bild auch fertig.